Ja, dann fange ich einfach mal an. Erstmal vielen Dank, dass jetzt so viele da sind. Wir sind schon bei 35, also fast 100% Daseinsquote. Finde ich schon mal super. Ganz kurz über mich noch. Ich bin Freak Zackfeld. Könnt gerne Freak zu mir sagen. Ich arbeite bei Scale-Up Technologies seit ein paar Jahren, mittlerweile Abteilungsleiter für den Cloud-Bereich. Was macht Scale-Up Technologies so? Wir machen OpenStack größtenteils. Wir sind ein Managed Service Provider seit 1998, also schon relativ lange, und haben erste Berührungspunkte mit OpenStack so ungefähr im Jahr 2012, 2013 gehabt. Ich sag wir, ich war damals noch nicht bei Scale-Up tätig. Ich bin noch eher jünger, allerdings liegt bei uns viel Erfahrung mit OpenStack im Betrieb und auch nicht erst seit SCS, wo das Ganze ja wirklich viel Aufschwung jetzt aktuell gewinnt, sondern schon in den frühen Jahren und haben deswegen einige schon gesehen. Genau. Wo soll es heute drum gehen? IPv6, Konnektivität im OpenStack. Ich denke mal, die allermeisten hier im Raum werden grob wissen, was IPv6 ist und warum man das braucht. Ich möchte ganz kurz trotzdem darauf eingehen, warum wir das implementieren sollten, aus Sicht von SCS, denn wir alle haben ja ungefähr diesen Souveränitätsgedanken und wollen souveräne Infrastruktur bauen. Und deshalb gibt es da noch ein paar Gründe, IPv6 zu implementieren, über die vielleicht nicht jeder ständig redet, denn wir kennen ja alle die Standardgründe, Adressknappheit etc. Und im zweiten Teil, was der längere Teil wird es darum gehen, wie konkret man das Ganze machen kann als Public Cloud Provider oder auch in einer Private Cloud mit dem Standard SCS Software Stack, sprich auf OpenStack Seite, inklusive alle, ich sag mal, Real World Challenges, die man irgendwie als Service Provider gegenüber dem Kunden hat. Genau, kommen wir zum ersten Punkt. Warum überhaupt IPv6 implementieren? Ich stelle mir die Frage mal relativ gerne, weil IPv6 wird von vielen Leuten als so eine Idealtechnologie gesehen, die aber keinen wirklichen Mehrwert bringt. Und ich bin grundsätzlich auch der Meinung, man sollte nicht immer irgendwelchen Hypes oder idealen Technologien folgen, sondern sich schon Sinn machen, was bringt es denn für einen Mehrwert? Im Fall von IPv6 ist der definitiv vorhanden. Und ein paar, ich sag mal, Beispiele zum Thema Souveränität. Zum einen sind wir alle heute hier, weil wir souveräne Cloud-Infrastruktur bauen. IPv4 ist allerdings eigentlich genau das Gegenteil von Souveränität. IP-Adressnummern bzw. Adressräume wurden früher einfach so vergeben und seit ein paar Jahren haben wir nun das Problem, dass wir nicht mehr genug Adressraum haben und es deswegen ein Asset geworden ist, ein Handelsvermögen. Das bedeutet, eine Sache, die eigentlich komplett kostenlos ist und nichts kostet, rein virtuell irgendwelche Nummern sind, werden jetzt als Wertvermögen gehandelt und durch den Markt reguliert. Das sieht man, wenn man sich den Preis von IPv4-Adressen anschaut. Früher, als wir 1998 damit gestartet haben, da war das kein Problem, da haben wir nichts für IP-Adressen bezahlt. Aber mittlerweile, wir expandieren nun auch, wenn wir mehr IP-Adressen brauchen, müssen wir diese kaufen von Händlern, die ja einzig damit einen Profit machen, dass sie eben auch welche früher gekauft haben. Um ganz kurz mal also einen kleinen Vergleich zu geben, ein /24, das sind 256 Adressen, kosten je nachdem, wo man sie kauft, wie viel Aufwand man damit betreiben möchte, so um die 10.000 Euro.
Das sind Preise, die wir auch schon bezahlen mussten. Vielleicht findet man welche für 5.000, aber es ist auf jeden Fall eine gewisse Hausnummer, die man als Service Provider natürlich an seine Endkunden auch weitergibt. Bei den meisten Cloud-Providern kostet so eine IPv4-Adresse, eine einzelne Adresse, so zwischen 1 und 3 Euro pro Monat, teilweise ein bisschen teurer. Und dadurch amortisiert sich das für die Provider. Wir haben allerdings auch das Problem, dass relativ große Mengen von Adressraum tatsächlich großen Unternehmen, die das eben schon relativ lange machen, und insbesondere Hyperscaler, Amazon, Google, Microsoft, diesen Unternehmen gehören. Das bedeutet, man hat als kleiner Provider, der vielleicht jetzt gerade erst startet, gar nicht die Chance, so groß zu werden wie in Amazon und Google. Und wir wollen eigentlich ein Ökosystem schaffen, wo das ganze Ökosystem so groß ist. Das ist natürlich auch eine gewisse Einstiegshürde. So, das ist so der Souveränitätsgedanke bei IPv4, und wir werden definitiv nicht von heute auf morgen davon wegkommen, aber wir sollten uns vielleicht gerade deswegen Gedanken machen. Wenn wir uns die Verbreitung von IPv6 angucken, nimmt die auch also dauerhaft zu. Das ist hier die Statistik von Google. Ich denke, viele haben die wahrscheinlich schon gesehen. Und hier auf der Achse, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, in der Mitte ist 2020, also gerade mal 5 Jahre her. Und damals waren wir weltweit bei 30%, jetzt sind wir bei fast 50%, und das ist weltweit. Deutschland ist da noch ein bisschen weiter. Und das zeigt eben, dass IPv6 ein Thema ist, was immer relevanter wird, auch wenn es vielleicht nicht direkt so auf einen einwirkt. Ich denke auch nicht, dass das Ganze irgendwann abgeflacht wird. Ich denke, irgendwann werden wir bei 90 landen. Dann haben wir noch ein gutes Beispiel für uns, und ich weiß, hier sind auch einige dabei, die haben IPv6 als Anforderung für die Infrastruktur, die sie bauen. Und gerade im öffentlichen Bereich sehen wir so langsam, aber sicher, dass das auch immer mehr gefordert wird, dass IPv6 verwendet wird, entweder Dual Stack oder komplett. Ich habe hier 2 Beispiele rausgesucht. Zum einen ist IPv6 ein Teil vom Deutschland-Stack. Wir kennen, denke ich, alle diese Karte, wo ich hier einen kleinen Ausschnitt reingepackt habe. Und man kann darüber verschiedene Meinungen haben. Ehrlicherweise sind da einfach viele Technologien zusammengeschustert worden, aber da ist eben auch IPv6 als Standard gelistet. Und das ist, wie ich finde, ein wirklich sinnvoller Standard. Wir wissen alle noch nicht, was das konkret bedeutet, wie der Deutschland-Stack später aussehen wird. Aber es besteht eine gute Chance darauf, dass, wenn eben dieser Teil standardisiert wird, IPv6 als Standard eingeführt wird. Weiterhin, wenn wir unser Nachbarland gucken, nach Tschechien, die haben Ende 2032 ein Goodbye to IPv4 angekündigt. Das heißt natürlich nicht, dass IPv4 verboten wird oder so, aber das bedeutet, alle Regierungswebseiten und Dienstleistungen, und da gibt es wohl außerhalb von Deutschland auch ein bisschen mehr von, werden ab 2032, hier sieht man den Countdown, zumindest laut den Plänen der Regierung dort, nur noch über IPv6 erreichbar sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass alle Bürgerinnen und Bürger dort IPv6 Zugang bekommen müssen, und die meisten Provider unterstützen das auch schon. Das sind jetzt nur 2 Beispiele. Ich denke, man findet sicherlich noch mehr, aber die Message ist, wir müssten eigentlich als SCS dort Vorreiter sein. Wir müssen direkt vorne dabei sein und sagen, IPv6, wir unterstützen es, das ist die Zukunft, und wir unterstützen das. Und aktuell ist die Situation eben so, dass es ein paar Provider unterstützen, aber bei weitem noch nicht alle.
kommen wir nochmal konkret zum Thema SCS. Es gibt ein Issue, ein Draft-Issue in dem Sovereign Cloud Stack Git-Repo für die Standards. Das war bis vor ein paar Tagen open, jetzt wurde es vor ein paar Tagen geschlossen. Da wurde das Ganze schon mal evaluiert, ob man das Ganze als Standard für die SCS IaaS Layer implementiert. Und aktuell ist es, soweit ich mich entsinnen kann, so, dass man IPv6 unterstützen muss, allerdings nur für interne Kommunikation. Und das ist nicht wirklich das, was sinnvoll ist. Eigentlich muss man IPv6 von außen erreichbar machen. Und da ist die aktuelle Situation, wie gesagt, eher gemischt. Wir unterstützen es seit mehreren Jahren, aber andere Provider eben noch nicht. Und das Ziel, was ich eigentlich gerne hätte, ist nicht, dass wir diesen Standard jetzt durchkriegen und sagen, es müssen alle unterstützen, sondern dass es alle unterstützen und dass wir dann den Standard rausbringen können und sagen, guck mal, wir unterstützen das alle. Genau. Und da kommen wir zum zweiten Teil. Wie implementieren wir das Ganze eigentlich? Und wir kamen jetzt sehr von der theoretischen SCS-Seite. Jetzt gehen wir mal zum Thema OpenStack und die Referenzimplementierung vom SCS ist OpenStack, also müssen wir das auch mit dem OpenStack zum Laufen kriegen. Jetzt schaue ich einmal mal kurz. Genau. Das ist ein kurzes Netzwerkdiagramm, wie so ein OpenStack-Networking von Kundenseite in der Regel aussieht. Man hat auf der linken Seite ein ISP, also ein Internet-Provider. Das ist in der Regel der Cloud-Service-Provider selber. Das ist quasi ein Internet-Uplink. Und in der OpenStack Cloud hat man dann einen Router, der sich mit dem externen Netzwerk verbindet und intern ein privates, sogenanntes Tenant Network aufspannt in dem Projekt, wo dann die VMs etc. liegen. Dieses Tenant-Netzwerk, das hat in der Regel ein IPv4-Netz mit privaten Adressen, sprich man redet von RFC 1918. Das sind die 192er, 172er und 10er Netze, die, glaube ich, jeder von uns kennt. Hier ist für den Kunden die freie Wahl. Der Kunde wählt diese ja komplett selber. Also ich kann mir selber dieses Netz nehmen und es gilt quasi nur in meinem Tenant-Netzwerk. Und um externe Erreichbarkeit darzustellen, verwende ich dann Floating-IP-Adressen, also quasi ein NAT, Network Address Translation, von extern zu intern. Wenn wir uns das Ganze mit IPv6 angucken, sieht das Ganze anders aus. Dort gibt es kein NAT, beziehungsweise es wird eigentlich nie verwendet. Stattdessen hat man direkt Public-Adressen. Also in dem Fall, das ist ein Dokumentationspräfix. Ich hoffe, man kann das lesen. Die IPv6-Adressen, die sind deutlich länger und deutlich einheitlicher. Es gibt deutlich mehr davon, weshalb man für jeden kleinen Kram, jedes interne Netz öffentliche beziehungsweise öffentlich einheitliche beziehungsweise einzigartige Adressen verwenden kann und auch sollte. Das gibt natürlich eine große Veränderung für den Kunden. Der Kunde kann dieses Netzsegment nicht mehr selber wählen. Dieses Präfix 2001 DB8 irgendwas, das wird vom ISP beziehungsweise vom Cloud Service Provider dem Kunden, der seine Workload betreibt, zugewiesen. Und gleichzeitig muss es natürlich auch erreichbar sein. Das heißt, wir haben am Ende zwei Herausforderungen. Wir als Cloud Service Provider müssen dem Kunden, der seine Workload deployt, IPv6 Adressraum, man redet von GUA, also Global Unique Address Präfixe, dem Kunden zuweisen, ähnlich wie wir es mit Floating IP-Adressen machen. Und außerdem müssen wir dafür sorgen, dass ein öffentliches Netz, was im Tenant-Netzwerk des Kunden lebt, von außen erreichbar ist.
also das Routing ermöglichen. Das sind unsere zwei Herausforderungen und beide lassen sich mit Neutron im OpenStack ganz einfach lösen. Schauen wir uns die erste Herausforderung an, Adressraum zuweisen. Dafür gibt es im Neutron das Feature Subnet Pools seit einigen Versionen. Ein Subnet Pool ist quasi, funktioniert ähnlich wie Floating IPs, nur dass man statt einzelnen IP-Adressen, die man quasi einem Kunden ausleiht, ganze Subnets ausleiht. Ein IPv4-Subnet ist, wie gesagt, selber definiert. Da kann der Kunde sich sein 192er-Netz etc. selber definieren. Ein Subnet-Pool ist quasi ein größeres Subnet, ein größeres Präfix. In dem Fall zum Beispiel ein /48, das beinhaltet 56.000 noch was /64 Netze. 64 ist die Standardnetzgröße für IPv6 Netze. Kleiner sollte man eigentlich nicht gehen. Und diesen Subnet-Pool, den erstellen wir als Betreiber der OpenStack Cloud mit einem Präfix, was uns gehört. Und aus diesem Präfix werden dann kleinere Subnets, also kleinere Präfixe, dem Kunden zugewiesen. Das ist die Operation auf Provider-Seite. Etwas vereinfacht dargestellt. Wie gesagt, wir teilen nachher die Slides beziehungsweise noch weitere Dokumente, dass die Befehle nochmal dort aufgelistet sind. Von Kundenseite sieht es dann so aus, das ist der Befehl, den der Kunde ausführt. Der Kunde erstellt sich ein neues Subnet, gibt die IP-Version an und wählt dann, statt ein Subnet zu definieren, ein Subnet-Pool aus. In dem Fall Default Pool IPv6, so haben wir unseren genannt. Und dann bekommt der Kunde ein Subnet, was quasi nur ihm gehört. Es ist ausgeliehen dem Kunden und was kein anderer Kunde verwendet. Und dieses Subnet sind im Internet global erreichbare Adressen. Eine Sache, die wir noch bei IPv6 Subnets im OpenStack uns Gedanken machen müssen, wie adressieren wir die Nodes, weil im IPv4, da hat man DHCP und im Neutron hat man Ports, die quasi eine statische Leases-Datenbank darstellen. Also ein Neutron-Port, der eine IPv4-Adresse hat, liefert diese per DHCP an die Instanz raus. Bei IPv6 ist es so, dass es auch DHCP Stateful gibt. Das heißt, man könnte dieses gleiche Konzept kopieren. Es gibt allerdings eine deutlich bessere Lösung, meiner Meinung nach. Die nennt sich Stateless DHCP v6, beziehungsweise ein Teil davon SLAC, Stateless Local Address Configuration, irgendwie sowas. Das ist ein Stateless-Protokoll, sage ich mal, auf ICMP basierend, wo das Netz quasi, die Adressierung der einzelnen Ports auf Basis des EUI64 Identifiers stattfindet. Was ist ein EUI64 Identifier? Es ist im Grunde genommen die MAC-Adresse des Ports. Und da wir ein Subnet und eine MAC-Adresse auf jedem Port haben, ist diese Adresse quasi selbst konfiguriert und vorhersehbar. Wir sehen hier also zum Beispiel ein Subnet, was wir zum Beispiel bekommen haben. Das geht bis in die Mitte. Subnet-Größe /64 und der Host-Teil der Adresse basiert eben auf der MAC-Adresse mit ein paar Zahlendrehern, allerdings reproduzierbarer Algorithmus. Das Ganze würde ich so auf jeden Fall empfehlen im OpenStack, dass man das so verwendet, und wir werden das auch gleich ausprobieren. Im Neutron müsste man die Ports dann so konfigurieren, beziehungsweise das Subnet so konfigurieren, dass die Ports auch genau diese vorhersehbaren Adressen bekommen, weil eben keine DHCP-Zuweisung mehr erfolgt, sondern einfach das Anlegen der Ports und gleichzeitig die automatische Konfiguration unten drunter auf den VMs selber mit diesen vorhersehbaren Adressen.
Gut, ich habe kurz eine Frage hier gesehen. Sind andere Methoden auch unterstützt? Prefix Delegation, da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich der zweite Teil, wie wir das ganze Routing möglich machen. Gut, kommen wir dazu, wie wir das Routing möglich machen. Wir haben ja jetzt in unseren Tenant-Netzwerken öffentliche IP-Adressen, die jeweils einheitlich sind, aber ich sag mal, die Außenwelt weiß natürlich nicht, wohin mit den Paketen, die zu diesen öffentlichen Adressen geschickt werden. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man das jetzt realisieren könnte. Wir haben dynamische Änderungen. Das heißt, ein Kunde kann sich einen Router, ein Subnet etc. mit Terraform erstellen und es muss sofort verfügbar sein. Es muss automatisiert verfügbar sein. Und somit ergibt sich eigentlich, dass wir irgendein dynamisches Routing-Protokoll dafür verwenden müssen. Da hat sich als Industriestandard im Netzwerkbereich BGP durchgesetzt für dynamisches Routing, und das ist auch genau das, was wir verwenden. Und dann kommen wir zum nächsten Neutron-Feature, was notwendig ist, beziehungsweise es ist, glaube ich, offiziell ein Plugin. Irgendwer wird mich wahrscheinlich korrigieren. Das Ganze nennt sich Neutron Dynamic Routing. Das ist ein Agent, ein sogenannter BGP-Speaker. Am Ende, wer sich mit BGP auskennt, einfach ein Route-Server, der genau diese Routing-Informationen über diese Tenant-Netze und diese Subnets, die wir dort definiert haben, zu einem Provider-Router bei einem Internet-Provider announced. Wir werden das gleich mal aufzeichnen, dann seht ihr hoffentlich, was ich da mit meine. Die Verbindung von diesem Agent, also der läuft auf der Control Plane, also läuft nicht im Tenant Namespace oder so, sondern der läuft wirklich auf der Control Plane vom OpenStack und kommuniziert mit dem normalen Neutron Server per RabbitMQ beziehungsweise dem Messaging Stack. Am besten zeichne ich das einmal auf. Wir haben ja unser Diagramm von gerade eben. Hier oben in dem oberen Kasten haben wir den Kunden-Space, sage ich mal. Also wir nennen das Ganze immer Undercloud und Overcloud. Das hier oben ist Overcloud, sprich die deployte Workload inklusive dem virtuellen Router. Der Netzwerker würde jetzt vielleicht denken, dass der virtuelle Router direkt BGP spricht. Und das ist in dem Fall, wie wir das Ganze bauen, nicht der Fall, denn der virtuelle Router, davon kann es viele geben und die werden dynamisch erstellt und wieder entfernt. Das heißt, wir müssten andauernd die BGP-Konfiguration auf unserem ISP-Router verändern. Stattdessen läuft Undercloud, sprich auf der OpenStack Control Plane, da wo unser Neutron-Server auch läuft, der Neutron Dynamic Routing Agent. Wie gesagt, kommuniziert per RabbitMQ Messaging und empfängt gewisse Queues, wie zum Beispiel das Erstellen von diesen Subnets und Anbinden von den Subnets an OpenStack Router. Und die einzige Aufgabe von diesem Dynamic Routing Agent ist es, dem ISP-Router über BGP die Präfixe mitzuteilen, die irgendwo in irgendwelchen Tenant-Netzen rumschwirren. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel, ich hoffe, die Maus könnt ihr alle sehen, wir haben hier zum Beispiel ein Tenant-Netzwerk 1, 2, 3, 4 irgendwas /64. Das liegt hier auf Kundenseite und der Neutron Dynamic Routing Agent, der teilt diese Route mit. Und das hier oben ist am Ende die Routing-Tabelle in dem Router des ISPs, was in der Regel auch der Cloud Service Provider ist, mit der Nexthop-Adresse von dem Router. Ich habe jetzt keine Nexthop-Adresse hier aufgezeichnet, aber der Router selber hat auch nochmal eine externe IPv6-Adresse parallel zu der externen IPv4-Adresse. Genau, von diesen Neutron Dynamic Routing Agents deployt man in der Regel ein oder zwei oder drei, also einer wäre ein bisschen blöd wegen Redundanz. Man muss sich um einen Peering-Link kümmern, sprich
man deployt den auf der in der Regel Bare Metal Control Plane. Wir machen das Ganze auf Networking Nodes und dann kann man entweder einen direkten Link ziehen, den irgendwie absichern oder aber auch über eine Firewall gehen. Das dürfte in dem Fall auch funktionieren. Man muss eben einseitig von diesem Agent den Backbone-Router erreichen. Das ist auch nur eine einseitige Verbindung. Der lauscht selber nicht auf dem BGP-Port 179, sondern nur der ISP-Router. Dort muss man diesen Routing-Agent am Ende einfach als Neighbor konfigurieren und dann auf Passive setzen, dass nur der Routing-Agent sich mit dem tatsächlichen Router verbindet und die Routen announced. Falls dazu noch konkret irgendwie Fragen sind, gerne am Ende nochmal nachfragen oder mir eine Nachricht schreiben. Das kann gerade am Anfang, wenn man sich nicht so sehr mit BGP oder alternativ nicht so sehr mit Cloud Workload auskennt, ein bisschen verwirrend sein. Genau, und dann kommen wir zum Thema Live-Demo. Ich werde nicht zeigen, wie wir das Ganze einrichten, weil das Ganze ist schon eingerichtet, aber wir werden als Kunde einmal agieren und einem IPv4-Netzwerk IPv6-Konnektivität bringen in einer Cloud, die bereits IPv6 unterstützt. Es ist noch kurz die Frage dazu gekommen, gibt es dazu Dokumentation? Komme ich nach der Demo noch kurz zu. So, ihr seht weiterhin die Demo. Das sollte nicht der Fall sein. Ich gucke mal kurz. So, jetzt einmal ein Terminal. Wir sind hier mit einer Cloud verbunden, mit der Scale-Up Open Cloud und einem Projekt für Demo-Zwecke. Wir haben hier eine VM am Laufen. Das ist hier meine Test-VM. Diese ist mit einem IPv4-Netzwerk verbunden, namens Test Network und hat auch eine Floating IP. Also ein Setup, was, denke ich, viele OpenStack-Betreiber absolut kennen. Wir können mal die Ports auflisten in diesem Projekt. Da sehen wir, wir haben einmal einen Port, der an den Router gebunden ist. Das steht jetzt hier leider nicht dabei in der Übersicht, aber die 192.168.01 ist der Port des OpenStack-Routers und die 230 ist unsere VM. Das heißt Standard Single-Stack Networking in dem Fall. Genau, auf dieser VM läuft ein Webserver, das heißt, wir können einfach mal mit curl HTTP und wir bekommen ein Hello World zurück als kleinen, ich nenne es mal Funktionstest. Wir können auch mal ganz kurz auf die VM drauf per SSH. Wenn wir uns die Netzwerkinterfaces angucken, da sehen wir haben ein Netzwerkinterface mit einer IPv4-Adresse. Es ist immer eine IPv6-Adresse dabei, das ist aber eine Link-Local-Adresse, die bringt uns in dem Fall nicht viel. Also keine IPv6-Konnektivität hier. Genau. Wir befinden uns jetzt in der Scale-Up Open Cloud. Das bedeutet, wir haben schon ein OpenStack Subnet-Pool für IPv6, die können wir hier auflisten. Hier sehen wir, dass das große Präfix, das gehört Scale-Up und ist quasi für alle Kunden, Projekte etc. Und aus diesem Subnet-Pool werden wir uns jetzt ein /64-Präfix rausholen für unser Tenant-Netzwerk. Das machen wir ganz einfach. OpenStack Subnet Create, wie gesagt, der Befehl von gerade eben. Wir geben die IP-Version an, IP-Version 6. Dann geben wir den Subnet-Pool an, Name oder ID. Dann geben wir das Network an. Das heißt, in dem Fall müsste ich einmal kurz gucken, Test Network. Ja, also wir
wir erstellen ein zweites Subnet in dem gleichen Netzwerk, damit wir einmal ein IPv4 und ein IPv6 Subnet haben. Und für DHCP-V6 Stateless Addressing gebe ich zusätzlich noch an IPv6 Address Mode DHCP-V6 Stateless. Diese Option sorgt dafür, dass die Neutron-Ports diese Stateless-Adressen bekommen. Ich muss aber auch noch sagen IPv6 RA Mode DHCP-V6 Stateless. Die zweite Option, die sorgt dafür, dass die Instanzen auch diese Stateless-Adressen durch Router-Advertisements bekommen. Das eine sagt den Ports, dass die diese Adressen bekommen sollen, das andere den Instanzen. Deshalb muss man das beides angeben. Ja, ich nenne das Ganze einfach Test Subnet IPv6 und schicken wir einmal ab. Gut, da haben wir mein Subnet. Ich habe die 2A0012E8 703B bekommen. Das ist jetzt mein Subnet, was ich ausgeliehen habe. Das wird jetzt auch niemand anderes bekommen. Und genau, das können wir jetzt verwenden, beziehungsweise ein Standardverhalten von Neutron ist es, bestehenden Ports, die für Compute, also VMs verwendet werden, standardmäßig eine IP-Adresse pro Subnet zu geben, pro Adressfamilie. Das heißt, wir haben eine IPv4-Adresse auf unserer Instanz bekommen, aber noch keine IPv6-Adresse, deswegen wurde jetzt automatisch eine hinzugefügt. Wir können den Port mal angucken, beziehungsweise die Ports auflisten. Und dann sehen wir unser Port für die Instanz, das ist hier der unterste, der hat neben der IPv4-Adresse noch eine IPv6-Adresse bekommen. Und wenn wir uns die genau angucken, der erste Teil ist unser Präfix, was wir gerade eben erhalten haben. Und der Netzteil der IP-Adresse ist der EUY64 Identifier. Das heißt, unsere MAC-Adresse, die endet mit 8881. IP-Adresse endet auch mit 8881. Es werden, wie gesagt, ein paar Teile davon ausgetauscht, um das Ganze eindeutig zu machen. Aber wir haben jetzt eine IPv6-Adresse auf unserer Instanz. Was wir allerdings noch nicht haben, ist ein Router-Interface für IPv6. Denn ein Router-Interface kann immer nur eine IP-Adresse haben. Also wir haben die 0.1 als Router-Interface, aber wir haben noch kein IPv6-Interface. Deswegen wird es noch nicht funktionieren. Wir können das ja mal probieren. Und wie gesagt, für HTTP muss man in der Regel eckige Klammern um die IP-Adresse machen, damit das funktioniert. Aber es funktioniert noch nicht. Und das liegt einfach daran, dass unser IPv6-Subnet noch nicht mit dem Router verbunden ist. Das können wir jetzt machen. Das machen wir einfach mit OpenStack Router add Subnet. Unser Router heißt Testrouter. Habe ich gerade eben gar nicht gezeigt. Test Subnet IPv6. So, kommt nichts zurück. Und dann können wir das Ganze nochmal probieren. Und es funktioniert immer noch nicht. Das liegt allerdings, wie wir sehen, gerade eben hatten wir direkt ein Fail to Connect bekommen. Jetzt läuft es so ein bisschen ins Leere. Security Groups habe ich entsprechend angepasst, dass die IPv6 Traffic durchlassen. Das heißt, wir schauen einfach mal auf die Instanz nochmal. Muss ich die IP-Adresse nochmal rausfinden? Und hier sehen wir, hier ist noch gar keine IPv6-Adresse drauf. Das heißt, die Cloud hat das Ganze vermutlich korrekt bereitgestellt. Allerdings hat die Instanz sich das Ganze noch nicht, in dem Fall per Router-Advertisement, geholt. Wir machen einfach mal Folgendes. Wir starten die Maschine mal neu und warten einen Augenblick.
So. Und das sieht schon besser aus. Jetzt haben wir eine IPv6-Adresse auf unserer Instanz. Und wer sich daran erinnern kann, die endet mit 8881, ist genau die vorhersehbare, anhand der MAC-Adresse ausgerechnete Adresse. Und dann können wir unser Beispiel nochmal testen und wir bekommen jetzt auch über IPv6 ein Hello World. Es war also relativ einfach einzurichten. Die meiste Arbeit liegt beim Cloud Service Provider. Gut, wir sind in der Regel hier fast alle Cloud Service Provider, aber vielleicht sind auch ein paar Kunden dabei, für die ist es dann einfach. Und wir haben eben jetzt ein paar Vorteile, zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel, jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, was schon mal ein anderes Unternehmen gekauft hatte oder gekauft wurde von einem anderen Unternehmen, der weiß, wie nervig es ist, wenn man Netze miteinander verbinden muss und beide Unternehmen die gleichen Netze verwenden. So, und das wird man hier nicht haben, denn dieses Präfix, das ist exklusiv jetzt für diesen einen Kunden in diesem einen Projekt zugewiesen, solange bis es zurückgegeben wird. Genau. Ich sehe noch im Chat FE801, in dem Fall nein, in dem Fall ist, schauen wir uns einmal die Routing-Tabelle an. In dem Fall ist die Default-Route über eine Link-Local-Adresse, und das ist auch eine IPv6-Sache. IPv6 routet eigentlich so gut wie immer über Link-Local-Adressen. Und das Ganze ist nicht die FE801, wie es häufig ist, sondern es ist in dem Fall der virtuelle OpenStack-Router. Das müsste, wenn ich mich nicht ganz irre, auch die IP-Adresse des Ports sein. Genau. Also FE80 ist das link-lokale Präfix und hier wird genauso eine IP-Adresse anhand der MAC-Adresse gebaut. Und hier in dem Fall ist es die MAC-Adresse von unserem Router-Interface. Genau, und damit funktioniert's. Wir haben unser Hello World über IPv6 und so kompliziert war es gar nicht. Deswegen, es wird nach Dokumentation gefragt. Der Dynamic Routing Agent ist dokumentiert, Subnet Pools generell auch. Ich empfehle sehr diesen zweiten Link. Wie gesagt, die Slides, die werden im Anschluss veröffentlicht. Der zeigt genau dieses Use Case mit Neutron Dynamic Routing mit IPv6 Subnet Pools. Und beschreibt das eigentlich relativ gut. Genau. Jetzt hätte ich die Fragerunde eröffnet, aber ich bin schon am Laufen Fragen beantworten. Wir haben noch die Frage, wie funktioniert es, wenn ich kein BGP verwenden kann, sondern nur Layer 2 VLANs? Da gehe ich ganz kurz drauf ein. Es ist nur so halb BGP, also es ist ein BGP zwischen dem Agent und dem Provider-Router. Das OpenStack externe Netz, das ist weiterhin ein gespanntes Layer 2 Netz. Gut, das ist gespannt auf die Networking Nodes, das sind in der Regel nicht viele. Aber diese Limitierung hat man muss BGP sprechen mit dieser Lösung. Wenn man jetzt keine Kontrolle über den Router hat, dann würde ich in dem Setup immer noch einen eigenen Router mit einbauen oder irgendwie schauen, ob man das auf die Switche auslagert. Es können ja auch Switche in der Regel BGP sprechen. Das ist in dem Fall eine Voraussetzung dafür. Genau, wir haben noch die Frage, haben wir mal versucht, einen IPv6-only OpenStack aufzusetzen? Das ist die Frage Overcloud oder Undercloud, also im unteren drunter noch nicht. Also wir haben mal versucht, aber das hat schon aus anderen Gründen nicht geklappt. Das lag so ein bisschen am OSISM damals, weil da eben Container-Networking verwendet wird. Es geht aber sicherlich. Ich weiß, dass Collar Ansible zum Beispiel auch IPv6-Tests macht für IPv6
Deployments. Genau, Undercloud war Frage. Overcloud ist es auf jeden Fall möglich. Da gab es in der Vergangenheit, also in Tenant-Netzen, die Customer Workload, die kann man rein IPv6 only aufsetzen. Da gab es in der Vergangenheit Probleme mit Metadata, die sind allerdings mittlerweile, glaube ich, behoben worden, zumindest in OWN. Genau, die Fragen kommen immer weiter. Wir sind gerade dabei, Undercloud IPv6 Basis auf Yaook zu machen, RabbitMQ. Genau. Ich glaube, wir haben auch schon mal gesprochen, falls ich jetzt gerade nicht verwechsel. Wir verwenden kein Yaook, also wir verwenden OSISM, aber ich denke, das Problem ist größtenteils bei einzelnen Services, also die OpenStack-Services selber sollten über IPv6 laufen. RabbitMQ, das ist dann ein RabbitMQ-Problem. Genau. Wir verwenden OWN und wir haben OWN BGP Agent schon mal verwendet. Allerdings war das damals ein bisschen zu, ich nenne es mal hacky. Es ist wahrscheinlich mittlerweile besser. Aber damals war es zumindest noch so, dass Traffic, welcher in diesen OWN BGP Agent reinging, immer über den Linux-Kernel geflossen ist und nicht direkt in die OWN Bridge rein. Hat für uns noch nicht stabil genug funktioniert. Aber der OWN, das ist gut, dass es erwähnt wurde. OWN BGP Agent wäre eine weitere Option, mit der man das auch implementieren könnte. Gut. Weitere Fragen gerne stellen. Ich beantworte gerne. Ansonsten meine Mailadresse oder auch Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Vielen, vielen Dank für die vielen Fragen im Chat. Gerne könnt ihr euch auch laut stellen und eine Frage stellen. Es kam gerade noch eine von Jochen. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen zum Thema, gibt es Erfahrungen für ein ULA ja, bis sehr zum gerne. Kubernetes-Pod? Hört man mich? Ja, wir hören Sehr dich. gut. Und zwar schwebt mir diese Idealvorstellung vom Kopf. Ich möchte sogar gerne auch bis auf Pod-Ebene herunter mit ULA-Adressen arbeiten und dann auch auf ein NAT verzichten von meinem Kubernetes. Und dazu denke ich, wäre es ja notwendig, dass ich mit Upstream, also aus VM-Sicht sozusagen, dann selbst BGP sprechen wollen würde. Gibt es da Ansätze? Gibt es bestimmt. Ich muss allerdings sagen, ich habe es noch nie gemacht. Also ich bin hauptsächlich auf der Infrastrukturseite, sprich also IaaS verantwortlich. Mit dem Kubernetes habe ich sowas noch nie gebaut. Vielleicht kann das irgendwer aus der, ich sag mal Community, die jetzt hier ist, beantworten. Wäre aber sicherlich auch, also das war damals, als wir das OSISM, das hat nichts mit Kubernetes zu tun, aber als wir es mit dem OSISM IPv6 only probiert haben, da war eben auch Container Networking ein Problem, dass dort eben NAT gemacht wird. Also ich denke, da hat IPv6 halt auch großes Potenzial, dass man da reinroutet und ob das jetzt ULA oder vielleicht sogar GUA ist, weil bei ULA muss man ja dann doch NAT machen, um nach draußen zu kommen, wenn irgendwelche Services nach außen funken sollen. Aber ich denke, es geht. Ich meinte Global Unicast. Ich weiß nicht, warum ich Unique Local geschrieben habe. Sorry, das war ein Missverständnis. Genau darauf will ich verzichten, auf Nutting. Deswegen glaube ich, weil halt Pods im Prinzip beliebig immer irgendwo spawnen können, muss ja irgendwie die Routing-Information ausgetauscht werden. Naja, gut. Also, aber vielen Dank schon mal soweit. Das ist wieder eine Sache, das ist dann wieder Overcloud in dem Kunden-Namespace und das wäre dann eine Sache vom CNI im Kubernetes, aber mich würde es wundern, wenn es nicht geht. Also es gibt da sicherlich irgendwelche Ansätze, aber leider noch keine Erfahrung von uns. Genau, die Collar-Frage kann ich nicht beantworten.
Genau, dann hatte sich auch Felix als nächstes gemeldet. Deswegen ganz kurz, Felix, du darfst und dann darf der Valentin seine Frage noch beantwortet bekommen. Ja, danke, Freak, für den coolen Vortrag. Eine Ergänzung an der Einstelle, weil du das eine Issue 166, was ich vor ein paar Tagen geschlossen habe, erwähnt hast. Tatsächlich ging es dort aber ja nicht um die Standardisierung, sondern tatsächlich um dass wir seinerzeit mit IPv6 testen wollten und für die Standardisierung ist das Thema noch offen und tatsächlich gibt es auch einen Epic in dem Standards-Repo, wo das mal drin erwähnt wurde und der Weg wäre tatsächlich, so meiner Meinung nach, tatsächlich einen Standard dafür zu entwickeln, der erstmal eine Recommendation ist, damit es adaptiert werden kann und irgendwann kann man dann von einer Recommendation auf Mandatory wechseln, wenn es dann alle mal adaptiert haben in einer wunderschönen Welt. Aber genau, ne? Also, und deswegen am besten Dienstag in die SIG-Standardisierung kommen und mit uns zusammen da einen Standard für entwickeln, dass wir das Thema vorantreiben. Vielen Dank. Ja, cool. Danke für die Ergänzung. Wie gesagt, werde ich gerne mal mit aufnehmen. Genau. Und wir haben noch die Frage. Ach, sorry, Lisa. Ja, genau. Valentin hat noch eine Frage gestellt, die kannst du gerne noch beantworten. IPv6 mit Octavia sollte funktionieren. Wir haben es auch mal getestet. Wir haben Octavia in der Regel mit OWN. Damit funktioniert's. Octavia kann blöderweise kein Dual Stack. Das ist ein lang ersehntes Feature. Also der Workaround ist, ein IPv4 Load Balancer und einen IPv6 Load Balancer zu erstellen. Ist natürlich auf Kundenseite blöd, weil der muss doppelt so viel zahlen. Wir haben schon überlegt, irgendwie die IPv6 Load Balancer einfach nicht zu berechnen, aber das ist leider ein bisschen ein offenes Issue bei Octavia, sowohl mit Amphora als auch mit OWN, dass man eben auf Listener-Ebene nicht Dual Stack fahren kann, wo es am wichtigsten ist. Okay, super. Ich hoffe, eure Fragen wurden alle beantwortet. Freak hat ja auch nochmal hier seine Kontaktdaten geteilt. Vielen Dank für deinen Vortrag und für die Einblicke. Wie gesagt, ihr erhaltet die Unterlagen ja dann auch nochmal im Nachgang, so dass ihr bestimmt Freak auch nochmal in Ruhe befragen könnt und er dann ganz ausgiebig alle eure Fragen beantworten wird, schätze ich mal. Auf jeden Fall. Immer gerne. Sehr gut. Ich hole mir ganz kurz mal die Präsentationsrechte zurück. Genau. Und freue mich, dass ihr heute alle so zahlreich dabei wart. Ich sehe, es wird hier auch immer noch ganz fleißig getippt. Ich möchte den Moment noch nutzen. Wir liegen ja auch wirklich sehr gut in der Zeit. Es hat wirklich 1A geklappt mit dir. Das nächste Webinar schon einmal anzukündigen und euch alle ganz herzlich dazu einzuladen. Ich poste euch auch gerade nochmal den Event-Link für die nächste Anmeldung. Wir werden das nächste Mal über das Thema souveräne AI reden. Christian wird uns da einen Vortrag halten und schauen, wie man das Thema auf einer SCS-Cloud angehen kann und im besten Fall auch lösen kann. Ihr seid alle ganz herzlich dazu eingeladen. Zusätzlich möchte ich euch gern noch ein paar andere Event-Hinweise geben. Die Runde ist ja doch hier wirklich sehr bunt gemischt. Ich erkenne ganz viele Namen aus der Community und auch aus dem Forum, aber auch viele neue Namen. Deswegen möchte ich euch ganz herzlich einladen, an weiteren Terminen rund um das Thema SCS mit teilzunehmen. Wir haben einmal am 3. Dezember ein Meeting zum Thema Infrastructure as a Service. Wir haben da die Besonderheit, dass wir uns das erste Mal treffen seit dem Fördermittelprojekt und über unsere OSISM-Referenz-Implementierung dazu reden. Ihr seid da ganz herzlich eingeladen. Den Termin findet ihr auf unserer Community-Seite. Und wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Formate, die hier nochmal aufgelistet sind. Schaut da gerne dann mal im Nachgang rein, welche Formate es gibt und wen ihr da ansprechen könnt. Wir bieten ganz, ganz viele Infos rund um Sovereign Cloud Stack, um im besten Fall am Ende auch keine Fragen mehr beantworten zu müssen, sondern nur noch Lösungen im Kopf bei euch allen zu finden.
Genau, ich sehe gerade, die Teilnahme ist offen. Genau, es kann immer jeder kommen zu allen Terminen. Wir sind da eine offene Community, das ist gar kein Problem. Und genau, solltet ihr jetzt noch weitere Fragen haben, gerade zum Forum oder auch zur Community, bleibt gerne im Termin. Ich bin auch noch ein Stück mit hier. Dann können wir darüber gerne noch mehr erzählen. Erst nochmal vielen, vielen lieben Dank, Freak, für deine Zeit, für die Einblicke.